Servus und herzlich willkommen. Heute mache ich mit euch ein Krähfleisch oder auch ein Suppenfleisch mit Meerrettichsoße, wem der Begriff Krähen nicht so geläufig ist. Und ich zeige euch das heute ein bisschen moderner und ein bisschen schneller, wie man es früher gemacht hat. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch dabei. Also, bis gleich. Folgende Zutaten habe ich vorbereitet. Erstmal hier unser Suppenfleisch mit Knochen. Das ist wieder von der Querrippe. Das habe ich letztes Mal schon geschmort. Heute koche ich es. Und zwar brauchen wir für die Brühe Suppengemüse, also Lauch, Karotten und Sellerie, ein paar Zwiebeln. Für die Soße brauchen wir einen Apfel, Schlagsahne, Meerrettich und später etwas Speisestärke. Und an Gewürzen habe ich hier Salz und hier habe ich Lorbeer, Wacholder und Pfefferkörner. So, ich fange an mit dem Fleisch. Und zwar zerteile ich hier mal 2 Knochen zusammen, ungefähr solche Stücke. Dann wird es später auch schön gleichmäßig fertig. Dann stelle ich schon mal einen Topf mit Wasser auf. In meinem Fall meinen Schnellkochtopf. Und ich gebe schon mal etwas Salz hinzu. Die anderen Gewürze könnt ihr auch schon dazugeben. Letztes Mal wurde ich gefragt, ob man das Gemüse unbedingt schälen muss, wenn man es sowieso nicht verwendet. Ich rate dazu auf jeden Fall zu waschen und auch hier etwas grob abzuschneiden, damit es nicht schmutzig ist. Von dem Sellerie würde ich auf jeden Fall hier die Schale wegschneiden. Und den Lauch auf jeden Fall halbieren und waschen. Dann kann man das Gemüse auch schon dazugeben. Ihr seht, ich mache das einfach grob, weil ich brauche das Gemüse nur für den Geschmack. Auch bei der Zwiebel habe ich hier einfach nur die Wurzel entfernt. Normalerweise könnte man sie jetzt anrösten und etwas karamellisieren, aber für die Meerrettichsoße ist das nicht so schlimm. Da kann man sie einfach so dazugeben. Wer möchte, kann jetzt auch noch eine Zehe Knoblauch dazugeben. Und wenn das Wasser zu kochen beginnt, dann kommt das Fleisch in den Topf. Dann kommt mein Deckel drauf und ich lasse das Ganze jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang kochen. Und dann schauen wir mal nach. So, einmal Dampf ablassen. Und nun schauen wir mal, ob das Fleisch schon weich ist. Oh ja. Ihr seht, es ist fertig. 30 Minuten war es jetzt im Schnellkochtopf. Das Fleisch habe ich nun herausgegeben. Jetzt wird es Zeit, einmal die Brühe zu versuchen und eventuell noch etwas nachzuwürzen. Da fehlt auf jeden Fall noch Salz. Und dann kann man sie auch schon für die Soße hernehmen.
Dazu kommen wir gleich. So, jetzt komme ich zur Soße. Da brauchen wir diesen Apfel. Den reibe ich hier erstmal rein. Und dann passiere ich diese leckere Rinderbrühe durch mein Sieb. Dann gebe ich mal etwas von dem Meerrettich hinein. Ich bin da immer eher vorsichtig, lieber erst etwas weniger und später nochmal mehr, weil wenn es mal zu viel ist, naja, ihr wisst es selber. Jetzt gebe ich die Schlagsahne dazu. So, jetzt habe ich hier die Speisestärke angerührt mit etwas Wasser, kaltem Wasser, und damit binde ich jetzt die Soße auf die gewünschte Konsistenz ab. So, einmal probieren und auch schauen, ob es auch dick genug ist. Das könnt ihr hier justieren, wie ihr das gerne möchtet. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch Meerrettich und eine Prise Salz. Und ganz am Schluss einmal mit dem Stabmixer pürieren. Und jetzt kann man das Fleisch wieder zurücklegen in die Soße, so lange bis man serviert. Nun das Ganze noch schön anrichten. Bei mir gibt es Kartoffeln dazu. So. Und ich wünsche euch nun einen guten Appetit. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich wieder was für euch koche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar oder vielleicht ein Like. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch.